Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam den Alverde Adventskalender 2023 auszupacken. Der ist einmal hier und ich freue mich total, denn ich mag diesen Kalender und der ist eigentlich alle Jahre immer gut. Der kostet 19,95 €, gibt es bei DM online zu kaufen und ich würde sagen, wenn euch interessiert, was hier drin ist, wir öffnen alle 24 Türchen, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Vor allen Dingen die Adventskalender-Videos. Ich denke, die sind für den einen oder anderen bestimmt hilfreich, denn ich packe einige Kalender aus und ich denke, da ist für den einen oder anderen bestimmt etwas dabei. Ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den Alverde Adventskalender mal an. Schaut mal, Leute, der ist voll süß. Der ist auch dieses Jahr wie der Balea Adventskalender etwas kleiner, aber mich spricht dieses Design sowas von an. Das ist Weihnachten pur, finde ich. Hier ist eine Katze, da ist noch eine Katze, ein Tannenbaumgeschenke, das schöne Fenster, die Couch. Es sieht einfach so gemütlich aus. Es ist wirklich, wirklich schön. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Design findet. Ja, und das ist einmal der Schuber, ne? Also hier, das ist nochmal einmal hier eingepackt und den nehme ich jetzt mal runter. Ja, und so sieht der Kalender von innen einmal aus. Wir haben hier Kläppchen, die wir öffnen können und da ja, ist dann dahinter auch so ein Papp-Inlay, genauso wie bei dem Balea. Sehr nachhaltig und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Gucken, was da drin ist. Sind eigentlich immer sehr schöne Düfte drin. Ich würde sagen, ich lege den Kalender hier vor mich hin und stelle die Produkte hier drauf. Dann könnt ihr auch immer gucken. Der Kalender liegt übrigens bei 83 Cent pro Türchen. Nur, dass ihr Bescheid wisst und abschätzen könnt, ob sich das für euch lohnt. So, das erste ist eine Bodylotion mit Duft nach Eukalyptus und Zitrone. Das hört sich ja richtig gut an. Das Design sieht auch süß aus, ne? Schön weihnachtlich mit dem grünen Deckel. Ich gebe mir direkt mal so ein bisschen auf die Hand. Ich möchte das direkt auch mal ausprobieren, weil ich glaube, dass das interessant ist, dieser Duft. Der riecht auf jeden Fall schön. Also der riecht nach Alverde Naturkosmetik. Man hat diesen typischen Alverde-Geruch und so ein bisschen Eukalyptus, vielleicht Zitrone rieche ich jetzt gar nicht so raus, aber es ist sehr pflegend, fühlt sich gut an und von daher in Ordnung. So, Türchen Nummer 2. Die Nummer 2 hat auch sowas drin und zwar eine Pflegedusche mit cremigem Mandelduft. Wie geil ist das denn, Leute? Boah, richtig gut. Die riecht richtig lecker, die riecht wirklich wie so ein Eisbecher oder sowas mit Mandel und so weiter, so ein Mandeleis oder sowas. Das ist richtig, richtig gut. Also die Dusche feiere ich gerade total. Gefällt mir auch besser wie die Bodylotion. So, Türchen Nummer 3. Auf diesen Kalender habt ihr ja gewartet, habe ich gelesen. In der 3 haben wir einen Lippenbalsam drin mit Herzchen drauf. Der ist aber süß. Und zwar mit Shea Butter und ja, genau, der ist mit Shea Butter. Hier steht nichts von einem Duft. In der 4 ist ein Shampoo drin. Und zwar ein cremiger Zitronenduft hat dieses Shampoo. Ja, da rieche ich doch mal direkt dran. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Und ja, riecht nach Zitrone, riecht so nach natürlicher Zitrone, also ist ja auch Naturkosmetik, ne? Auch ein schönes Produkt. So, Türchen Nummer 5. In der Nummer 5 haben wir eine Spülung mit dem Duft von Quitte und Mandel. Ich glaube, dieses Jahr haben sie mehr mit Düften gemacht. Also so allgemein, ich glaube, letztes Jahr waren nicht so krasse, schöne Düfte. Hier rieche ich mal. Das riecht gut, das riecht so ein bisschen fruchtig. Mandel rieche ich jetzt nicht, aber ich rieche Quitte raus. Auch hier ist das Design sehr schön weihnachtlich. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Und ich suche den gerade noch. Ich finde den ehrlich doch hier nebenan. Mal gespannt, was sie hier für Nikolaus gemacht haben. Nichts Besonderes. Hier ist ein Gesichtswasser parfümfrei drin. Ja, das kann man aber auch gebrauchen. Ne? Parfümfrei ist auch gut. Ja, ein ganz einfaches Gesichtswasser. Türchen Nummer 7. In der 7 ist ein Schaumbad drin. Und zwar mit dem Duft von weißen Blüten und Orange. Und schaut euch mal dieses süße Design an. Das ist so ein Kamin und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ne? Kann man auch schön im Adventskalender irgendwo weiter verschenken, wenn man das vielleicht nicht mag oder nicht baden mag oder sowas. Ja, Türchen Nummer 8. In der Nummer 8 haben wir ein Gesichtspeeling mit zart cremigem Duft drin. Das sieht einmal so aus. Also das sind immer so 20 Milliliter oder 10 Milliliter oder
30 Milliliter, ne? Das ist ein mechanisches Peeling. Den Kalender kann man sich auch super teilen mit jemandem, ne? Türchen Nummer 9. Nummer 9 hat einmal drin eine Tagescreme mit Algenextrakt und Bio-Aloe Vera. Das klingt aber gut mit Algenextrakt. Und hier finde ich das Design süß mit den kleinen Paketen oben. Also den könnte man halt sich auch als Pärchen teilen, finde ich, ne? Ich finde den super schön. Türchen Nummer 10. In der Nummer 10 haben wir, glaube ich, ein Öl oder so drin, ne? Ein Micellenreinigungswasser. Also erst hatten wir ein Gesichtswasser und jetzt ist ein Micellenreinigungswasser nochmal drin, ne? Das ist ja ein Unterschied und ja, das finde ich auch von daher gar nicht schlecht. In der 11 ist eine Bodylotion mit cremigem Mandelduft drin. Das ist toll, das ist das gleiche wie eben das Duschgel. Boah, das riecht gut, Leute, das riecht gut. Ich will gerade dran riechen. Das ist meins. Das ist voll meins. Ich liebe solche Mandeldüfte und so. Das riecht richtig, richtig lecker. Wie eine süße, gebrannte Mandel. Sehr schön, auf jeden Fall. Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bis jetzt findet. Also ich bin total begeistert. In der 12 haben wir ein Waschgel drin mit Bio-Aloe Vera. Also ein ganz normales Gesicht-Waschgel. Trocknet die Haut nicht aus, zart schäumend mit milden Waschsubstanzen. Ja, ist auch gut. Ist auch ganz schön was an Skincare drin. Türchen Nummer 13. In der 13 ist eine Gesichtsmaske drin mit Algenextrakt und Bio-Shea Butter. Und zwar sind das zwei, ne? Das sind so Sachets, die kann man in der Mitte, wie das halt ist bei den Drogeriemasken, in der Mitte einmal auseinanderbrechen. Da hat man 2 Stück. Auch schön. Türchen Nummer 14. In der 14 ist ein Schaumbad nochmal drin. Und zwar dieser Duft von der ersten Bodylotion. Und guck mal, das Design auch wieder richtig, richtig schön. Mit Duft von Eukalyptus und Zitrone. Ich finde das Design so süß dieses Jahr. Also ich sag's euch, das ist so ein richtiger Advents-Weihnachtskalender. Der ist vom Design so, wie man sich das vorstellt. Weißt du, in einem Adventskalender. Ich finde es total toll. Ja, Schaumbad finde ich auch gut. Türchen Nummer 15. In der 15 haben wir einen Make-up-Entferner drin. Der sieht einmal so aus. Befreit das Gesicht. Also da frage ich mich, ob das so ein Öl ist irgendwie. Ja, so ein Reiniger ist das eben halt, der ist nicht ölig oder so, sondern eher so wie so eine Lotion oder sowas. So, jetzt waren wir bei der 16 angekommen. Türchen Nummer 16 hat eine Pflegedusche drin mit Lavandin und Patchouli. Wie geil. Patchouli-Duft mag ich richtig gern. Oh, das riecht gut. Das riecht richtig gut. Das riecht sehr schön entspannend, so wellnessmäßig, also auch nochmal eine Dusche. Sehr, sehr schön. Türchen Nummer 17. Ich glaube, an diesem Kalender gibt es auch nichts zu meckern, ne? Also ihr merkt das schon, der ist gut. Also den kann man auf jeden Fall für 20 € kaufen. In der 17 haben wir eine Haarmaske mit Bio-Kokosöl drin, also auch 20 Milliliter. Und die soll weiches und geschmeidiges Haar machen. Haarmaske kann man dann auch mal testen. So, Nummer 18. Nummer 18 hat ein Fußbalsam drin mit dem Duft von Zitronengras. Sieht einmal so aus, sind auch Socken oben drauf passend zu dem Fußbalsam. Sehr schön. Nummer 19 hat eine Nachtcreme mit Jojobaöl und Bio-Hammermelis-Extrakt. Und hier ist eine Katze drauf. Wie schön ist das? Ich habe als gedacht, vielleicht ist ja mal irgendwo eine Katze drauf. Und hier auf der Nachtcreme ist sie tatsächlich drauf. Wie süß. Eine Katzennachtcreme. Türchen Nummer 20. In der 20 haben wir drin eine Augencreme mit Hyaluron ohne Parfüm. 15 Milliliter. Das ist auch nicht schlecht, ne? Passend zu der anderen Gesichtspflege halt eben noch eine Augencreme. Ist auf jeden Fall auch ganz süß. Ich benutze sie wahrscheinlich eh nicht. Ich gebe sie weiter, weil ich habe ja meine feste Augencreme. Türchen Nummer 21. Meine festen Augencreme-Pflegemarken, wie auch immer. Eine Express-Handcreme mit Bio-Kokosöl und Bio-Mandelextrakt. Das klingt auf jeden Fall gut. Und die hat Glycerin mit drin und hat einen Duft von cremiger Mandel. Also ich denke, das riecht wie das Duschgel und die Bodylotion eben. Sieht aber sehr schön aus. Auch gut. Jetzt kommen wir schon zur 22. 22 hat nochmal eine Pflegedusche drin und zwar mit dem Duft nach roten Beeren. Sieht einmal so aus. Entschuldigung für den Krach draußen. Mein Fenster ist offen. Oh, das riecht aber sehr lecker. Das riecht richtig so, hat so einen richtig bärigen Duft.
Also das gefällt mir auch gut, muss ich sagen, ja. Ich freue mich immer total über die Duschen und Bodylotions, weil die mag ich irgendwie total gern aus diesen Kalendern. Nummer 23. In der 23 ist ein Primer drin. Aha, ein Primer parfümfrei. Die Haut wird mattiert und ideal auf Make-up vorbereitet. Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet, dass noch ein Primer irgendwie drin ist. 20 Milliliter. Naja, gut. Und jetzt kommt die 24. Ich hoffe, hier ist noch ein schöner Duft drin. In der 24 haben wir ein Beauty-Öl drin. Das ist ja eine komische 24, oder? Also es ist nochmal so ein Öl. Verwöhnendes Öl nährt die Haut und, also, ja, das ist ein Beauty-Öl mit Biomandel, also ein Biomandelöl. Ich kann mal dran riechen. Nö, das riecht nach nichts Besonderem. Also das ist einfach so ein Mandelöl. Ist irgendwie nicht so eine coole 24, oder? Also ihr Lieben, das war der Alverde Adventskalender 2023. Was sagt ihr zum Inhalt? Ich bin super gespannt. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde ihn aber ein bisschen Skincare-lastig irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gedacht, es ist noch ein bisschen mehr so für den Body drin. Aber trotzdem, also es ist ein sehr schöner Adventskalender. Kann man nicht meckern. Den kannst du für jung und alt, den kannst du jedem mitbringen als Geschenk. Also ich denke, den kann jeder gebrauchen. Also ich finde den sehr schön. So kann man auch die Alverde-Sachen mal ausprobieren. Zum Beispiel die Augencreme würde mich jetzt irgendwie mal interessieren, ob die gut ist mit Hyaluron, ja. Also es sind sehr schöne Sachen dabei. Für jedes Körperteil ist gefühlt was mit dabei. Für die Hände, für die Füße, für die Haare und so weiter, ne. Micellenreinigung, Schaumbad, also 2 Schaumbäder, Gesichtsmaske. Ich finde, das ist ein schöner Kalender. Für 19,95 kann man absolut nicht meckern. Und da habt ihr auf jeden Fall Daumen hoch von mir. Ich finde den sehr gut, genauso wie den Balea oder den Balea Man. Das sind immer Adventskalender, die lohnen sich auf jeden Fall. Ihr habt eine wunderschöne Verpackung, wunderschönes Design, bis ins Detail, alles wirklich schön durchgeplant von DM, von Balea, von Alverde. Ja, also super, super schön. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Ich blende euch da nochmal ein, was da alles drin ist, oder habe euch das schon eingeblendet, dann könnt ihr nochmal alles auf einen Blick sehen. Ich würde mich jetzt verabschieden. Heute kommt noch ein Adventskalender-Video online und ja, genau, seid da auch sehr gerne wieder mit dabei. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill.